Es ist wunderbar, wenig zu haben. Da muss man sich um nichts kümmern. Man ist viel freier. Man hat eine begrenztere Anzahl an Dingen, auf die man aufpassen muss. Wir wollten eigentlich schon immer eine Weltreise machen, haben uns lange überlegt, wie, und sind dann aufs Fahrrad gekommen. Das war das Mittel unserer Wahl, weil das ist entschleunigt, das ist einfach. Und ganz wichtig natürlich der ökologische Gedanke, der mir auch sehr wichtig ist. Wir können wirklich CO2-arm, bis auf die Herstellung des Fahrrads haben wir keinen CO2-Ausstoß. Bei mir war es vorher einfach, dass ich das Gefühl hatte, ich hatte keine Zeit für mich selber. Ich bin nur aufgestanden, dann abends wieder heimgekommen und das war dann der Tag. Dann hast du noch gekocht, gegessen und alles hat sich wirklich aufs Wochenende reduziert. Und da habe ich halt einfach auf dem Fahrrad diese Ruhe und diese Entschleunigung und einfach Natur. Und da kann ich ein bisschen runterkommen und kann mich ein bisschen erden und weil ich bin einfach viel entspannter und ausgeglichener, würde ich sagen auch. So, wir haben jetzt fertig gekocht und genießen unser Abendessen in der Hängematte. So sieht das Ganze aus. Richtig lecker. Ja, Feierabend. Das ist unser Ausblick. Wir haben auch schon ein paar Kilometer hinter uns, haben Teile Europas durchradelt und Marokko und jetzt geht es auch weiter Richtung Asien. Ja, Japan war dann im Endeffekt das Weiteste, was wir uns überlegt haben, und alles dazwischen, wie sich es abspielt, ist ziemlich offen. Wir haben uns einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren gesetzt. So 3 Jahre werden wahrscheinlich das Minimum werden, 5 Jahre werden wahrscheinlich optimal, aber wir haben uns da keine Deadline gesetzt. Also es ist echt schön hier, aber es ist arschheiß. Oh mein Gott, wir fallen die Füße ab. Dann denkst du dir wieder, warum mache ich das eigentlich? Aber dann bist du irgendwo auf einem Berg und hast irgendetwas erreicht und hast einen Ausblick, den du sonst in deinem Leben nie gesehen hättest. Und dann entlohnt dich das für so vieles, für die Strapazen, für alles, was du durchgemacht hast. Und du wächst innerlich und geistig über dich hinaus. Und das ist alles wert, was ich auf mich nehme. Das ist furchtbar. Hier oben auf dem Pass. Es pisst. Es ist arschkalt. Oh, es ist wirklich arschkalt. Wir sind jetzt knapp auf 1000 Metern. Und jetzt gehen wir mit dem Schäfer mit. Und er sagt, es ist nicht weit, so wie wir das hier stehen. Hoffentlich. Es ist wirklich extrem kalt. Ja, unfassbar. Das ist ein ganz neues und tolles Gefühl, wenn man bei wildfremden Menschen in die Familie einfach mit aufgenommen wird und ohne irgendeine Gegenleistung bringen muss und erwartet wird. Das ist etwas unglaublich Tolles, was ich aus Deutschland vorher nicht so kannte. Die haben so mit dem Herzen gegeben auch. Die haben uns Vertrauen entgegengebracht, waren einfach offen für uns und so freundlich, uneingenommen. Also wirklich total nett und herzlich. Da kann ich für mich dazulernen, da kann ich dran wachsen, das möchte ich zurückgeben. Also wenn ich wiederkomme, das sind Dinge, die möchte ich in mein eigenes Leben integrieren und anderen Leuten zurückgeben.
Man lernt jeden Tag und es ist eigentlich was fürs Leben, glaube ich. Und das kann ich auch, selbst wenn ich abbrechen würde oder so, ich könnte immer wieder sagen, ich habe selbst in diesen Monaten, wo ich auf dem Radl gesessen bin, so viel für mich mitgenommen und gelernt, dass es auch so eine Bereicherung für mich ist. Wenn man sich so auf die Basics konzentriert, das, was wirklich notwendig ist, dann merkt man eigentlich auch, dass man mit viel weniger klarkommt und auch so glücklich sein kann.